Das Internationale Jahr des Lichts 2015 wurde weltweit und insbesondere in Deutschland sehr dynamisch umgesetzt. Eine koordinierende Rolle in Deutschland übernahm dabei die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) in Zusammenarbeit mit der Deutschen UNESCO-Kommission. Insgesamt gab es 700 Veranstaltungen, die in einem Kalender, wirklich in einem Internetkalender eben einzusehen waren. Und überall in Deutschland gab es Veranstaltungen, nicht nur aus der Physik, aber natürlich auch. Aber es haben sich auch viele andere Gruppen beteiligt. Das Anliegen der UNESCO war ja gerade bei diesem Internationalen Jahr des Lichts, dass eben Licht für jeden erfahrbar und die zugehörigen kulturellen Tätigkeiten und Aktivitäten auch unmittelbar einsehbar sein sollen für jeden Bürger. Die Öffentlichkeit über Lichteffekte, sei es jetzt technologischer Art oder Kunst oder philosophischer Art, zu begeistern für das Zusammenwachsen von Ideen. Es gab verschiedenste Veranstaltungen, begonnen mit einer zentralen Auftaktveranstaltung. Das ist eine ganz wunderbare Veranstaltung, war im Deutschen Museum Ende Februar diesen Jahres, soweit ich weiß. Das Internationale Jahr des Lichts hat die Bedeutung von Licht als elementare Lebensvoraussetzung und als zentraler Bestandteil von Wissenschaft und Kultur ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Also lichtbasierte Technologien sind eigentlich nicht mehr wegzudenken. Denken Sie an die Telekommunikation oder denken Sie auch an die Informationsverarbeitung. Also in meinem Fall gewinnt man ja Informationen, zum Beispiel aus der lebenden Zelle, mit Licht. Ich mache Lichtmikroskopie. Und dadurch ist man in der Lage zu verstehen, was sich zum Beispiel in der Zelle abspielt. Da spielt also Licht eine ganz essentielle Rolle, um zu verstehen, wie zum Beispiel Biologie funktioniert. Konkret in der Automobilindustrie, also auch für unsere Wirtschaft eine große Bedeutung. Ich würde aber auch persönlich dazu sagen, dass Licht, um ein Beispiel rauszugreifen, große Bedeutung hat, auch im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Medizin, weil viele Diagnosen erst dadurch gestellt werden konnten, weil wir technische Errungenschaften im Bereich der bildgebenden Verfahren zum Beispiel hatten. Und das ist wirklich, finde ich, ein Fortschritt für die ganze Menschheit. Was wir uns versprechen, ist, dass wir der interessierten Öffentlichkeit zeigen, dass Physik überall ist. Viele innovative Aktivitäten wurden der globalen Initiative gewidmet. Neben speziellen Aktivitäten zum Jahr des Lichts rückten auch altbewährte Veranstaltungen das Thema Licht in den Mittelpunkt. Die Highlights der Physik präsentierten den über 53.000 Besucherinnen und Besuchern die unterschiedlichen Facetten des Lichts und weckten das Interesse von Jung und Alt. Der gemeinsame Wettbewerb The Incredible Light Machine ist nur ein Beispiel für die Aktivitäten im schulischen Bereich. Ein weiteres ist der physikalische Adventskalender Physik im Advent. Das Jahr des Lichts vereinte auch in der Wissenschaft einige Höhepunkte. 2015 wurde unter anderem 100 Jahre allgemeine Relativitätstheorie gefeiert. Die wissenschaftliche Bedeutung des Lichts wurde in Symposien, Ausstellungen und Tagungen thematisiert. Von Deutschland gingen zudem wichtige internationale Impulse aus. Zum Beispiel fand eine Lasermesse mit globaler Reichweite statt, in deren Rahmen auch das Mid-Year-Meeting des Internationalen Jahres des Lichts begangen wurde. Zudem lud die DPG Gäste aus aller Welt zum Erfahrungsaustausch in ihre Hauptstadtrepräsentanz, das Magnus-Haus Berlin, ein. Really excited to meet my international counterparts and find out what each country has been getting up to and all the exciting things they've accomplished this year. There are a number of areas that need to be better seen in the sense of being understood. And by focusing the attention on those issues, I hope that there will be long-term benefit, long-term impact. So the issues are obviously in things like healthcare, where light is extremely important. Energy, again, where light is extremely important. And I've learned through the International Year of Light that light is also very important for physics and development, or the development of the planet.
Definitely, yes. I think I learned that it's very important to think in future because the International Year of Light is ending in a couple of months. But it's very important learning about previous experience to establish some type of future networking to keep on relating in light between all these actors in Europe who are working in this event. For this year to be a success, in my opinion, the activities has to outlive 2015. So we have to take the opportunity that this year is giving us and create a legacy that will continue forever. Die Vereinten Nationen haben die Bedeutung von Licht und Lichttechnologien wahrgenommen und gesehen, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung noch eine stärkere Unterstützung braucht. Vor dem Hintergrund der Bedeutung, die Licht- und Lichttechnologien für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaften spielen, haben die Vereinten Nationen eben dieses Jahr ausgerufen. Das Jahr des Lichts ist ausgeklungen. Es wird aber noch weit bis in die nächsten Jahre hineinstrahlen.